Willkommen zu Teil 2 meines Filmlook-Tutorials. In diesem Video zeige ich euch, mit was für verschiedenen Plugins ich arbeite, um meine Farben so hinzubekommen, wie ich das tue. Falls ihr Teil 1 noch nicht gesehen habt, solltet ihr euch den vielleicht zuerst angucken, weil ich da zeige, wie ihr die Kamera richtig einstellt. Das Video habe ich euch in die Beschreibung verlinkt. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß, los geht's! So, erstmal vorneweg, ich arbeite mit Final Cut Pro 10. Aber alle Plugins, die ich euch jetzt hier zeigen werde, funktionieren auch genauso gut mit Premiere oder mit DaVinci Resolve, je nachdem, mit was ihr arbeitet. Das erste Plugin, was ich euch zeigen möchte, ist Film Convert. Das ist ein sehr universell einsetzbares Tool. Ihr habt da alle Einstellmöglichkeiten, die ihr braucht. Ist allerdings auch nicht das billigste, das kostet um die 200 Euro. Man kann es bei fast allen Sachen verwenden und es funktioniert sehr, sehr gut. Zunächst stellt ihr hier eure Kamera ein, die ihr habt. In meinem Fall war das eine Sony Alpha 7S mit dem Farbprofil Sony S-Log 2. Jetzt seht ihr schon, es sieht ein bisschen heller und ein bisschen kontrastreicher aus. Jetzt könnt ihr erstmal hier mit dem Belichtungsregler euer Bild so auf eine gewünschte Helligkeit ziehen. Ungefähr so, das sieht auch schon mal ganz gut aus. Und ja, ihr könnt hier erstmal, wie gesagt, das Bild sozusagen neutraler einstellen, so wie ihr das haben wollt. Ihr habt dazu den Belichtungsregler und den Weißabgleichsregler, aber der Weißabgleich war schon gut so. Und jetzt kommt eigentlich der interessante Part, und zwar könnt ihr hier mit Film Convert verschiedene Filme auswählen. Denn das Ziel von Film Convert ist es, euer digitales Video so aussehen zu lassen, als hättet ihr das analog gefilmt, also auf einer Super 16 Kamera oder auf einer Super 8 Kamera. Und da könnt ihr eben verschiedene Filmhersteller wählen, also zum Beispiel Kodak oder Fuji. Und wenn ihr euch die verschiedenen Filme anguckt, werdet ihr feststellen, dass das alles relativ neutrale und relativ unspektakuläre Filme sind. Das hat aber den Vorteil, dass ihr euch nicht so schnell daran satt seht. Und ich finde, die Filme sehen trotzdem sehr hochwertig aus. Also, wenn ihr jetzt mal guckt, das ist jetzt zum Beispiel hier ein Fuji-Film, wenn ihr es vergleicht mit vorher und nachher, da hat sich schon einiges getan und ich finde einfach, das Bild sieht sehr, sehr hochwertig aus. Genau, das nächste, was ihr hier noch einstellen könnt, ist die Film Color, also wie intensiv der Effekt quasi drauf geklatscht werden soll. Das habe ich einfach immer auf Anschlag, weil es einfach am schönsten aussieht. Gleiches gilt für die Curve, da könnt ihr den Kontrast einfach nochmal einstellen, habe ich auch immer auf Anschlag. Das nächste sehr interessante, was ihr auch noch hier bei Film Convert dabei habt, ist so ein Grain. Ein Filmgrain, da könnt ihr zunächst erstmal auswählen, was für eine Kamera ihr simulieren wollt. Also beispielsweise eine Super 8 Kamera ist dann sehr, sehr grobkörnig, das benutze ich eigentlich nie. Super 16 Kamera ist so ein Mittelding, da habt ihr auch noch ein sehr grobes Korn, aber es sieht sehr, sehr ansehnlich aus, finde ich. Oder ihr benutzt einfach eine Super 35 mm Filmgrain Kamera, wie auch immer, und dann habt ihr einen sehr feinen Grain. Und ich finde, den Grain solltet ihr auch nicht unterschätzen, weil der auch nochmal für einen sehr hochwertigen Look irgendwie sorgt. Es kann sein, dass ihr den jetzt bei YouTube gar nicht seht, weil durch die YouTube-Kompression einfach alles glatt gebügelt wird. Aber ich verspreche euch, der Grain ist da. Wie gesagt, das ist ein Tool, was ich eigentlich bei jedem Film verwende, ganz einfach, weil es super gut funktioniert und es sich auch für die Color Correction eignet. Also falls ihr ein Bild unter- oder überbelichtet habt, könnt ihr das damit auch sehr gut korrigieren. Und ich mag einfach diesen Look, der herauskommt. Aber 200 Euro sind natürlich auch eine Menge Geld und es hat natürlich auch nicht jeder zur Verfügung. Deshalb zeige ich euch jetzt noch ein paar andere Tools, mit denen ihr das deutlich billiger hinbekommt. So, wir gehen mal zum nächsten Shot. Was ich euch jetzt zeigen möchte, sind die sogenannten Lookup Tables. Eine Lookup Table, kurz LUT genannt, ist ein Tabellendokument. Unter diesem Tabellendokument ist quasi festgelegt, welche Farbe in welche Richtung verschoben wird. Und somit habt ihr quasi auch eine Veränderung von den Farben. Das Tolle an diesen LUTs ist eben, dass sie einfach sehr günstig sind, weil es einfach nur ein Tabellendokument ist und kein richtiges Plugin. Das heißt, ihr braucht erstmal ein Plugin, mit dem ihr diese Tabellen öffnen könnt. Für Final Cut gibt es zum Beispiel diese LUT-Utility. Und das ist, wie gesagt, einfach ein Programm, was verschiedene LUTs oder LUTs öffnen kann. LUTs gibt es von verschiedenen Herstellern. Ihr seht hier, ich habe ganz, ganz viele schon in den letzten Jahren mir gekauft. Und die sind zum Glück sehr billig. Also ihr kriegt teilweise für 5 Euro kriegt ihr so ein LUT-Pack mit verschiedenen Looks. Die erste LUT, die ich euch zeigen möchte, ist die Fuji LUT von dem Vision Color Osiris Film Pack, wo 15 verschiedene Looks drin sind. Und das Ganze kostet um die 50 Euro. Ist also schon deutlich billiger als Film Convert. Wenn wir die jetzt hier auswählen, sieht das Bild erstmal nicht ganz so toll aus. Der Nachteil an diesen LUTs ist eben, dass ihr keine Einstellmöglichkeiten habt. Ihr könnt nur den Mix einstellen, wie stark diese LUT quasi zugreift, aber nicht mehr. Das heißt, jetzt braucht ihr noch irgendwas, wie ihr das Bild noch korrigieren könnt. Und da könnt ihr einfach hier diesen normalen Farbkorrekturfilter nehmen von Final Cut. Wichtig ist, dass ihr den drunter legt. In dem Fall heißt das, dass der oben drüber liegen muss. Das ist ein bisschen bescheuert. Aber so wie ihr es jetzt hier seht, ist es richtig. Jetzt könnt ihr einfach hier bei der Belichtung alles runterziehen und ihr seht schon, es sieht schon deutlich besser aus. Ein anderer Look aus diesem Filmpack sind zum Beispiel die Kodak LUTs.
Da hat sich jetzt nicht viel verändert, aber die sind einfach ein bisschen kontrastreicher. Also da müsst ihr einfach mal gucken, was euch am besten gefällt. Eine andere LUT, die ich euch zeigen möchte, ist die sogenannte Vista LUT. Die kostet, glaube ich, 18 Euro. Ist also auch sehr billig im Vergleich zu Filmconvert. Und wenn ihr euch das kauft, dann habt ihr all diese LUTs hier. Die kriegt ihr dann alle mit für 18 Euro. Das ist aber alles der gleiche Look. Ihr habt nur verschiedene Profile für verschiedene Kameras bzw. für verschiedene Weißabgleicheinstellungen. Da müsst ihr auch einmal gucken, was am besten aussieht. Wie gesagt, es gibt keine richtig oder falsch. Sobald euch etwas gefällt, ist es richtig. Probieren wir einfach mal den hier aus. Ja, ihr seht schon, der ist sehr kontrastarm und hell. Da müsst ihr einfach mal dann wieder ein bisschen mit der Farbkorrektur euch das ein bisschen anpassen, wie ihr das haben möchtet. Ja, ich nehme vielleicht mal den nächsten. Der gefällt mir jetzt schon viel besser. Und ihr seht schon, das ist ein sehr, ja, ich sag mal Hipster-Look, also ein sehr Retro-Look. Ihr habt diese orangenen Schatten hier. Gefällt mir aber sehr gut und würde ich zum Beispiel jetzt für ein Musikvideo oder sowas verwenden oder auch für ein Eventvideo. Wenn ihr jetzt vielleicht noch ein bisschen Filmgrain haben wollt, kann ich euch empfehlen, Gorilla Grain mal auszuprobieren. Das ist ein Plugin, das kriegt ihr als Demo-Version kostenlos. Das zieht ihr einfach hier drauf. Und dann habt ihr auch einen Filmgrain, so ähnlich wie bei Filmconvert, nur eben kostenlos. Wenn ihr euch das kaufen wollt mit ganz vielen verschiedenen Grains, dann kostet es auch 50 Euro. Kann man auch mal investieren, wenn man darauf steht. Und dann seht ihr schon, habt ihr jetzt einen richtigen Retro-Look hier mit einer Filmkörnung und diesen Retro-Farben. Ich mache das Bild vielleicht noch ein bisschen dunkler, dann sieht es noch ein bisschen angenehmer aus vielleicht. So, und jetzt am nächsten Shot möchte ich euch mal zeigen, wie ich meine Farben dann wirklich mache. Denn ich benutze eine Kombination aus Filmconvert und verschiedenen Lookup-Tables. Zuerst für die Color Correction benutze ich Filmconvert. Wähle hier wieder meine Sony, meine Kamera aus und das Farbprofil, was ich hatte. Belichtung wieder einstellen, der Weißabgleich stimmt soweit. Den Grain ziehe ich erstmal raus, den mache ich dann später wieder drauf, wenn ich fertig bin mit den Farben. Ich lasse in der Regel den Standardfilm einfach aktiviert, weil der am neutralsten ist. Und jetzt benutze ich meine Lookup-Tables und zwar benutze ich da in der Regel die Fuji LUT von Vision Color Osiris. Und ihr seht jetzt erstmal, das ist ein sehr extremer Look, wo ihr diesen krassen blauen Schatten habt, kombiniert mit orangenen Höhen. Ich mag den Look sehr gerne, weil er einfach sehr kontrastreich aussieht. Mir ist er ein bisschen zu stark, deshalb ziehe ich den jetzt hier noch ein bisschen runter. Passen auch die Belichtung ein bisschen an. Und ja, soweit bin ich eigentlich sehr zufrieden. Diesen Look benutze ich eigentlich bei sehr vielen Filmen, weil ich einfach finde, dass der sehr interessant aussieht. Wenn ihr jetzt euren Film noch ein bisschen hochwertiger aussehen lassen wollt, dann kann ich euch empfehlen, noch so eine Letterbox zu verwenden. Das ist nichts anderes, als dass oben und unten schwarze Balken hingelegt werden und damit habt ihr nochmal eine Formatänderung, was auch nochmal ein bisschen mehr mit Kino- und Filmlook in Verbindung gebracht wird. Finde ich cool und benutze ich auch bei fast allen Filmen. So, das war es eigentlich auch schon. Ihr habt jetzt gesehen, es geht relativ schnell, seine Farben zu bearbeiten, wenn man die richtigen Plugins hat. Und man kommt relativ schnell von so einem Look auf so einen Look mit 2, 3 verschiedenen Schritten. Und falls ihr Interesse an diesen Plugins habt, habe ich euch die natürlich in die Videobeschreibung verlinkt. Da kann dann jeder vielleicht mal selbst schauen, was das Richtige für ihn ist und was nicht. Ich hoffe, ihr habt einiges gelernt in diesem Video und falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir das natürlich in die Kommentare schreiben. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao!